Zu unserem Themenschwerpunkt Login, die nächste Welt rund um unser Leben mit dem Computer, gehört heute der Rückblick auf die Entwicklung der legendären deutschen Musikgruppe Kraftwerk. In Sachen Sound waren die Rheinländer ihrer Zeit weit voraus. Sie spurten sozusagen vor für das digitale Zeitalter. Wir haben uns mit Karl Bartos, einem ehemaligen Mitglied des Pionierquartetts, getroffen und mit ihm über Rhythmus, Roboter und Refrains gesprochen. Die Geschichte des Technopop beginnt mit dem Ohr an den Schienen. Der Rhythmus von Zügen gibt den Takt vor für die elektronische Revolution der Popmusik. Trans-Europa Express ist eines der meistgesampelten Stücke überhaupt. Gefertigt 1977 von Kraftwerk, der so technik- wie konzeptverliebten Band aus Düsseldorf, Germany. Karl Bartos, der ehemalige Kraftwerk-Musiker, lebt heute in Hamburg. Als Treffpunkt schlägt er die Ausstellung Pop Live in der Kunsthalle vor. Denn darum geht es bei Kraftwerk. Um Pop, um Kunst, um das Leben mit neuer Technologie. Bartos erinnert sich an die Arbeitsweisen von damals. Also bei Trans-Europa Express war es so, dass wir eigentlich die den Rhythmus eines fahrenden Zuges studiert haben. Und der geht ja eigentlich ganz anders. Wenn man überlegt, dass es eine Schwelle gibt und zwei Räderpaare, ergibt sich dann der Rhythmus badam, 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 badam. Und das war eben schlecht tanzbar. Und wir wollten einen tanzbaren Rhythmus herstellen. Also haben wir da ein bisschen gemogelt und daraus ist dann ein anderer Beat geworden. Nicht nur den Deutschen fährt dieser Schienentechno ganz schön in die Beine. New York macht die Rhythmen aus Düsseldorf noch tanzbarer. Afrika Bambaataa samplet Kraftwerk, winkt über den Atlantik und legt damit den Grundstein für Hip-Hop. 1, 2, 3, 4. Einen weltweiten Hit haben Kraftwerk mit The Model. Karl Bartos spielt diesen Song bis heute an seinen Solokonzerten, wie hier 2010 in Zürich. Was 1978 noch ungewohnt klingt, es ist ein Stück ohne richtigen Refrain. Den Refrain, den haben wir nicht gefunden einfach, so haben wir es dabei belassen. Und ich erinnere mich daran, dass wir zu dem Zeitpunkt, dass die Diskussion bei uns war im Studio, hätten wir jetzt noch einen Refrain, dann hätten wir auch einen Hit. Kraftwerk stehen mit dem Album Mensch Maschine nicht nur in den Charts, sondern auch auf der Schwelle zwischen Song und Track. Die refrainlose Struktur von Techno, der sogenannte Track, wird von den deutschen Robotern vorweggenommen. Und Jahre vor MTV setzen Kraftwerk auf die Macht der stilisierten Bilder. Wir funktionieren automatisch. Jetzt wollen wir tanzen mechanisch. Wir sind die Roboter. Das sieht aus wie gemacht fürs Musikfernsehen. Ende der 70er Jahre ist das Avantgarde. Doch warum ist für Bartos auch heute, nach Kraftwerk, das Bild so zentral? Wir haben uns von einer Gesellschaft des Wortes zu einer Gesellschaft der Bilder entwickelt. Das hat mich eigentlich darauf gebracht, dass ich jetzt weder Musiker bin, noch Filmemacher, Regisseur oder so. Ich bin Bildmusiker. Also ich verarbeite, ich bringe in Zusammenhang den Rhythmus der Musik mit dem Rhythmus der Bilder. Die bewegten Bilder sind heute für Konzerte so wichtig wie noch nie. Alles muss stimmen. Bartos, während 5 Jahren Professor an der Universität der Künste in Berlin, tritt live hinter seine Bilder zurück und sieht die Beziehung von Musik und Bild großen Veränderungen unterworfen. Es ist halt auch möglich, mit den visuellen Medien so umzugehen, als wäre es Musik. Da sehe ich eben die neuen Möglichkeiten viel eher als in der Popmusik, die früher eben das Medium für neue Gedanken war und neue Inhalte. Das ist sozusagen erloschen, dieses Feuer. Ich weiß nicht, wo es geblieben ist, vielleicht flackert es noch mal auf. Aber ich sehe es eben so, dass die Kreativität und die Intelligenz immer da ist, wo natürlich auch das Geld zu verdienen ist. Die goldenen Zeiten der Bildermaschine Pop sind vorbei. Das Kraftwerk stillgelegt.
Kohle gibt es in 2 Märkten, in der Kunst und im Live-Geschäft, wo der Künstler im Bildergewitter allerdings fast untergeht. Wir sind die Roboter. Das kann den Mensch-Maschinen von damals nicht passieren, denn sie wurden zu Ikonen. Kraftwerk-Fans, aufgepasst. Auf unserer Website verlosen wir jetzt diese CD-Box, der Katalog. Hierfür hat die Band jahrzehntealte Tracks überarbeitet. 8 Alben sind es insgesamt. Außerdem können Sie sich auf bisher nie veröffentlichte Fotos und Zeichnungen freuen.